mein Name ist Caroline Aguero-Villegas und ich heiße Sie jetzt herzlich willkommen. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt auch gleich starten zum Thema Berufsvorbereitung, Berufsbildung. Und erzählen Sie doch erstmal im Allgemeinen etwas über sich. Wo arbeiten Sie? Was machen Sie? Genau, dass wir da einen Einblick bekommen. Ich bin die Petra Welker, ich komme vom IB, Internationaler Bund für Bildungs- und Sozialarbeit, aus der Einrichtung Dresden. Und die Einrichtung Dresden, der IB Dresden, hat vor vielen Jahren eine IB-Berufsschule gegründet. Und an dieser IB-Schule bin ich jetzt seit fast 10 Jahren tätig. Und ja, wir haben uns die Aufgabe oder es zur Aufgabe gemacht, Schülern mit Lernschwierigkeiten eine berufliche Perspektive zu bieten und sie in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen hinsichtlich des Erreichen eines Hauptschulniveaus und nach dem Hauptschulniveau das Einbinden in einer Berufsausbildung. Dann würde mich schon mal als nächstes interessieren, ob Sie auch regelmäßig mit lokalen Unternehmen zusammenarbeiten. Falls ja, warum arbeiten Sie mit den Unternehmen zusammen? Was können Sie uns da erzählen? Ja, das ist definitiv der Fall, weil unsere Schüler ein Berufsvorbereitungsjahr durchlaufen. Das kann der Schüler in einem Jahr absolvieren oder in einem 2-jährigen Berufsvorbereitungsjahr. Und innerhalb dieses Berufsvorbereitungsjahres sind Praktikas vorgesehen für die Schüler. Und deswegen arbeiten wir wirklich ganz eng mit regionalen Unternehmen zusammen in Dresden. Viele, viele Jahre schon, um unsere Schüler natürlich dorthin auch zu vermitteln, in ein Praktikum, je nachdem, wo die Interessen des Schülers liegen, kann im Handwerksbereich liegen oder im verwaltenden Bereich. Und dort haben wir auch schon eine große Datenbank seit vielen, vielen Jahren, sodass man immer auf diese Unternehmen auch zurückgreifen kann. Und da haben wir wirklich ganz, ganz gute Erfahrungen schon gemacht, dass die Betriebe auch mittlerweile in den letzten Jahren auch offener geworden sind für gerade Schüler mit Lernbehinderung. Das freut uns natürlich total. Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptvorteile einer Zusammenarbeit zwischen einer Berufsbildungseinrichtung und einem Unternehmen bei der, sage ich mal, Bereitstellung von berufsbezogenen Lernmöglichkeiten für Arbeitnehmer? Können Sie uns da was aus Ihrer Perspektive erzählen? Ja, die Hauptvorteile sehe ich darin, dass man mit dem Betrieb, Schule und Betrieb, ganz individuell absprechen kann oder abstimmen kann, welche Lerninhalte der Schüler jetzt vermittelt bekommen sollte, ne, in welche berufliche Richtung das geht. Ne, abgestimmt mit unserem Lehrplan könnte man sagen, nehmen wir mal den kaufmännischen Bereich, dass der Schüler halt sich mal das Personalwesen anschauen sollte, ne, aus unserer Sicht. Oder was so jetzt in der Schule nicht vermittelt werden könnte, Teile, sagen wir mal, der Buchhaltung eventuell. Es ist schon ziemlich hochtrabend für ein Berufsvorbereitungsjahr. Das kann man mit dem Betrieb individuell abstimmen. Ne? Okay. Und durch Praktikumsbesuche, die wir auch regelmäßig machen, wir als Lehrpersonal, kann man dann mit dem Betrieb Absprache treffen oder die Wege sind auch kurz, wenn irgendwelche Konflikte auftreten oder Probleme, ne, dann hat man das halt schnell geklärt oder vielleicht gibt es auch Besonderheiten, was die Arbeitszeit betrifft, ne, das kann man also individuell abstimmen. Es klingt auch alles sehr, sehr nachvollziehbar und verständlich aus meiner Perspektive natürlich. Ja. Und aus Ihrer eigenen Perspektive können Sie uns sagen, welche größten Herausforderungen bei der Zusammenarbeit zwischen Berufsbildungseinrichtungen und Unternehmen vorhanden sind? Was haben Sie da? Herausforderungen, würde ich sagen. Unsere Schule, wie gesagt, besteht schon viele, viele Jahre. Es ist merklichst, sage ich mal so, oder besser gesagt, man merkt, dass der Zuspruch in der Region Dresden für unsere IB-Berufsschule schon zugenommen hat. Aber ich würde mir dort noch mehr wünschen, dass die Zusammenarbeit mit den Schulen, mit den allgemeinbildenden Schulen, wo unsere Schüler ja herkommen, und dem IB noch etwas enger wird. Ne? Wir haben zwar Berufseinstiegsbegleiter, die den Schüler schon Übergang in die Schule, beim Übergang von der Schule in weiterführende Schulen begleiten.
Dort muss die Zusammenarbeit noch enger werden zwischen unseren eigenen Einstiegsbegleitern, den Schulen und eventuell noch der Agentur für Arbeit, ne, die Berufsberatung, die auch dem Schüler jetzt auch wirklich schon Hinweise gibt, welche Schulen für den Schüler in Frage kommen. Ja. Dort würde ich sagen, dort müssen wir die Zusammenarbeit definitiv noch weiter verbessern und unsere IB-Schulen natürlich noch viel bekannter machen in der Region Dresden. Das verstehe ich. Das würde ich mir wünschen, ja. Okay. Da müssen wir alle dran arbeiten. Ja, genau. Und wie können Ihrer Erfahrung nach Berufsbildungsanbieter und Unternehmen besser zusammenarbeiten, um bessere berufsqualifizierende Kurse anzubieten? Was können Sie uns da jetzt noch mit auf den Weg geben? Also ich denke, das ist schon eine absolute Herausforderung. Das kann ich jetzt gar nicht so richtig beantworten, weil ich das ja aus der Sicht der Schule beantworte. Wir haben aber als IB ja in Dresden an diesem Standort ja wirklich auch die berufliche Bildung. Ja, es ist in der beruflichen Bildung ist es so, dass wir ja wirklich hauptsächlich vom Jobcenter abhängig sind und von der Arbeitsagentur. Ne? Wir bedienen uns natürlich, wir bewerben uns auf Ausschreibungen. Ja. Der IB könnte aber vielleicht mehr Kurse noch in der Weiterbildung anbieten. In den letzten Jahren, also was ich weiß, ist kaum ein Unternehmen auf den IB zugekommen, um Personal weiterzubilden oder ausbilden zu lassen. Na? Das hat also mit den Auftraggebern zu tun. Ja? Okay. Der IB könnte vielleicht Weiterbildungen anbieten im Personalwesen oder in der Finanzbuchhaltung. Das würde ich mir wünschen, das mehr auf den Weg zu bringen. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das alles so seinen Weg nimmt. Und ich bedanke mich aber erstmal bei Ihnen für dieses tolle Interview. Und ich hoffe, Sie haben auf jeden Fall heute noch einen schönen Tag. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Und dann würde ich sagen, bis ganz bald und vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich danke auch.